Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ihr seht schon diesen formschönen Karton von SRM, sprich Sanrenmu. Heute dreht sich alles um ein Fixplate Knife und zwar um das Sanrenmu Poist, auch bezeichnet als Sanrenmu S708-1. 1 steht in dem Fall für die olivgrüne Farbe, das Messer gibt es auch in schwarz. Jeder denkt jetzt sofort an einen weiteren Mora-Nachahmer, aber dieses Messer besitzt sehr viele Eigenakzente. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt bitte dran. Das Sanrenmu Poist gibt es schon seit einiger Zeit, ist also nicht neu auf dem Markt. Allerdings war es bisher hauptsächlich aus dem Ausland zu beziehen. Ich habe meins jetzt bei einem deutschen Händler bestellt, und zwar beim Söldner Messerladen. Dort wird es unter dem Namen Sanrenmu Lockdown vertrieben, sehr passend wie ich finde. Der Inhaber Andreas Söldner vertreibt sein breit aufgestelltes Sortiment über die Plattform eBay und ich bin da seit vielen Jahren schon Kunde. Ich bin immer zufrieden gewesen, es gab bis jetzt keinerlei Gründe, irgendwas zu beanstanden. Ja, sehr tolle Ware, schnelle Lieferzeit. Ich kann nichts Negatives sagen, ein wirklich empfehlenswerter Shop. Weiteres hierzu und zum Messer findet ihr in der Videobeschreibung. Und noch ganz kurz in eigener Sache, das ist keine bezahlte Werbung und bei diesem Messer handelt es sich um mein eigenes Messer, also mein Eigentum. Somit wieder zum Messer. Ich werde im Video auf die Messerscheide eingehen, auf den Griff und auch auf die Klinge. Ja. Und danach folgt noch ein kleines Fazit. Ich würde sagen, los geht's. Diese Art von Messerscheiden erinnert immer stark an die Fugendüsen eines Staubsaugers. Das habe ich schon in anderen Videos erwähnt, bei denen es um ähnliche Messerkonzepte geht. Das ist einfach bei Arbeitsmessern oft so, kann man nichts machen. Ich finde es jetzt auch nicht so schlimm. Auf der Oberfläche des Kunststoffs haben wir eine leichte Strukturierung, die in Richtung Holzmaserung geht. Auch das gab es schon mal. Und wir haben hier ein Gewicht von 30 Gramm. Dennoch wirkt alles wirklich sehr stabil. Wir haben keine überstehenden Grate. Die Verarbeitung ist wirklich sehr gut. Die Haptik ist gut. Ja, kann man nicht sagen. Es handelt sich hier um einen glasfaserverstärkten Kunststoff namens PA66. Nur so viel, der ist extrem robust, extrem widerstandsfähig. Darauf gehe ich aber später nochmal ein, wenn der Griff dran ist. Dann haben wir hier eine Daumenrampe, die ergonomisch tatsächlich sinnvoll angebracht ist. Da würde man also auch greifen, wenn man das Messer zieht. Und ihr hört, es rastet wirklich sauber. Der Griff hält das Messer richtig gut. Ist ein bisschen besser gelöst als bei Mora. Ja. Dann zur Gürtelaufnahme. Die hat einen schönen Widerstand. Hier drin kann man Gürtel von 45 mm Breite aufnehmen. Und ja, auch hier gibt es nichts zu meckern. Hier hinten ist es eine Knopfaufnahme. Das ist oftmals an den Arbeitshosen ist dann so ein kleiner Knopf dran, da kann man das Ganze dann quasi einfach so draufklippen. Ja, ich zeige euch das jetzt einfach mal da dran. Das habe ich mir vorhin noch schnell gebastelt. Das ist einfach hier ein alter Träger von einem Rucksack. Ja, gute Sache eigentlich. So könnte man die ganze Geschichte jetzt auch vielleicht an einem Mollesystem oder einem Rucksack befestigen, wenn man sich das noch so gestaltet, wie man das möchte. Ja, geht auch wieder ab. Da vorne habt ihr euch sicherlich schon gewundert, dieser silberne Knopf ist letztendlich nichts anderes. Das ist quasi zum Beispiel da, wenn man ein zweites Messer tragen möchte. Das ist bei Handwerkern sehr sinnvoll. Ich habe jetzt ein Mora. Das ist so ein Elektrikermesser, das passt da zufällig drauf. Kann man dann am Gürtel zwei Messer übereinander tragen. Für Handwerker macht das durchaus Sinn. Warum nicht? Ein richtiges Arbeitsmesser und dann vielleicht noch eins zum Kabel abisolieren. Ja, ich finde schon, dass das durchaus seine Berechtigung hat. Ich mache das jetzt mal wieder ab. Aber auch für Bushcraft und Outdoor-Aktivitäten ist das Ganze gar nicht so doof. Das hier ist ein Gummimaterial, aus dem auch Rettungsboote und sowas hergestellt werden, Schlauchboote.
quasi ein Gummi, der innen nochmal Gewebe verstärkt ist. Also das ist wirklich sehr, sehr festes Material. Habe ich mir eine kleine Tasche genäht. Die kann man dann an diesem Knopfsystem drauf machen. Zudem haben wir hier noch einen Feuerstahl befestigt. Ja, ich zeige euch das mal ganz kurz, wie das befestigt ist. Letztendlich habe ich hier dieses System übernommen und das sind hier 3 Lagen. Da sitzt der Knopf dann wirklich sicher drauf. Und wie gesagt, das ist hier bloß so eine kleine Modifikation. Das kann man unabhängig von der Tasche machen. Einfach ein Stück Fahrradschlauch und dann den Feuerstahl dran. Ja, funktioniert sehr gut. Dieser Knopf bietet sich förmlich für solche Kleinigkeiten an. In der Tasche kann man dann natürlich ein weiteres Messer verstauen. Das ist jetzt zum Beispiel auch ein Sanren-mu. Das ist so, ja, das Äquivalent zur Tech-Tool-Serie von Böker. Allerdings muss ich sagen, dass mir die Sanren-mu-Reihe von diesen Messern besser gefällt, aber das ist vielleicht mal Thema für ein anderes Video. Ja, wie gesagt, ich kann über die Messerscheide überhaupt nichts Negatives sagen. Wirklich funktional. Nun zum Griff. Wie bereits erwähnt, bestehen sowohl der Messergriff als auch die Messerscheide aus dem glasfaserverstärkten PA66. PA steht für Polyamid. Der PA66 ist ein Kunststoff mit einer sehr hohen Abriebfestigkeit. Das heißt also, wir haben kaum Verschleiß. Da muss man sich schon enorm anstrengen, bis dieser Griff mal irgendwann am Ende ist. Dennoch weist er genug Flexibilität auf. Das heißt, er hat ein gutes Dämpfungsvermögen. Das wäre wichtig, wenn man mit dem Messer hackt oder batoniert. Die Kraftübertragung aufs Handgelenk wird minimiert. Man kann also länger arbeiten. Man hat keine Schmerzen. Das ist dann schon eine gute Sache. Auch große Hitze oder Kälte machen im Griff wenig aus. Das ist jetzt auf klimatische Bedingungen bezogen. Mit einem Heißluftföhn würde ich jetzt nicht unbedingt rangehen. Ansonsten hält er das locker aus. Auf dem Griffrücken im vorderen und hinteren Bereich sind leichte Chimpings. Wenig aggressiv, allerdings zuverlässig. Also man rutscht hier nicht ab. Das ist wirklich gut gemacht. Seitlich in diesem schmalen Bereich ist wieder diese Holzstruktur aufgenommen, wie man sie auch bei der Messerscheide findet. Naja. Links und rechts steht dann auch hier der Name eingeprägt, also Poised. Hinten ist ein Lanyard Hole mit 5 mm Durchmesser. Ich denke, damit kann man arbeiten. Die gesamte Grifflänge beträgt 120 mm in etwa. Allerdings muss man dazu sagen, dass der untere Bereich, in dem man dann tatsächlich greift, bei 95 mm liegt. Ich habe jetzt eine Handschuhgröße 10. Oben ist es überhaupt kein Problem. Da habe ich wirklich genug Platz. Unten ist es für meine Hand wie gemacht. Es dürfte aber nicht kleiner sein. Darüber muss man sich im Klaren sein. Ja, das ist vielleicht wichtig für manchen bei der Kaufentscheidung. Also etwas mehr Volumen würde dem Griff auch gut tun. Das ist aber rein subjektiv. Also wie gesagt, für mich ist es in Ordnung. Ich könnte mir aber vorstellen, dass manch einer sagt, er braucht da ähnlich wie bei den Moras ein bisschen mehr Platz, ein bisschen mehr Volumen. Für mich ist das Ding, so wie es ist, okay. Jetzt das Herzstück des Sanren-mu Poised, und zwar die Klinge. Die Klingenlänge beträgt in etwa 95 mm und davon sind effektiv nutzbar ca. 92 mm. Dann haben wir eine Klingenstärke von völlig ausreichenden 2,5 mm und bis etwa 3 mm vor der Spitze haben wir immer noch etwa 1 mm. Also das ist schon überzeugend. Dazu kommt der Klingenstahl, und zwar der rostträge 12C27 Sandvik, den auch Opinel und Mora verwenden. Das ist ein bewährter und sehr gutmütiger Stahl. Laut Sanren-mu Werksangaben liegt er bei ca. 58 HAC. Ja, dann mit einem kleinen Magneten leicht messbar. Ein 3/4 Tang. Das heißt also, wir haben ein kleines, stabiles, sehr schneidfreudiges Messer, dem man wirklich vertrauen kann. Gesamtgewicht ca. 79 Gramm. Ja, der Klingenrücken ist sehr sauber gearbeitet.
weist aber dennoch die Feuerstahl obligatorischen 90 Grad auf, wie man hier sehen kann. Dazu kommt ein wirklich extrem sauber ausgeführter Flachschliff. Also von der Schneidfreudigkeit ist es durchaus mit einem Opinel zu vergleichen. Also das beißt sich ins Holz. Ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt, aber es ist wirklich, ich muss mich überhaupt nicht anstrengen. Also das ist wirklich ganz, ganz tolle Leistung. Ja, also schnitzen, schneiden und sogar batonieren ist überhaupt kein Problem. Ihr könnt es hier sehen, ich batoniere jetzt hier mal kurz auf meiner Werkbank. Allerdings ist man aufgrund der Klingenlänge etwas limitiert beim Batonieren. Was soll man sagen? Also an dieser Klinge gibt es überhaupt nichts auszusetzen. Wie erwähnt, sehr sauber ausgeschliffen. Also ich habe wirklich selten so einen sauberen Schliff gesehen. Ich werde später noch ein paar Bilder reinhauen, dann könnt ihr euch das nochmal anschauen. Und die Bilder sind wohlgemerkt nach dem Batonieren aufgenommen. Mein Fazit: Das Sandremo Preuß ist meines Erachtens eine absolute Kaufempfehlung. Das ist ein top verarbeitetes Messer, sehr gute Qualität, bewährte Materialien, 3/4 Tang, wirklich super ausgeführter Flachschliff, super Klinge, super Stahl. Ja, gut, der Griff könnte vielleicht ein bisschen dicker sein, ansonsten ist auch der bequem. Die Messerscheide lädt zum Modifizieren ein, ist alles sauber verarbeitet, das Messer rastet sauber ein. Also insgesamt für 22, 23 Euro eine echt überzeugende Performance. Jetzt kann man sagen, okay, es gibt das Bauhaus Mora für 5 Euro. Ja, stimmt, aber man sollte hier schon fair bleiben. In Sachen Preis-Leistung wird sich nahezu jedes feststehende Messer dieser Welt die Zähne am 511er in dieser Variante ausbeißen. Das muss man einfach ehrlich auch so sagen. Dann gehen wir halt weiter zum Robust oder zum Companion. Da liegen wir mittlerweile auch schon ungefähr bei 15, 16 Euro, manchmal etwas günstiger, wenn sie im Angebot sind. Zudem haben alle genannten Messer einen Scandi-Schliff. Wenn man dann aber doch mal einen Flachschliff will, dann hat man das Sandremo. Dazu muss man auch sagen, dass diese beiden Messer nicht so gut verarbeitet sind wie das Sandremo. Das kommt auch noch dazu. Das muss man einfach mit einrechnen. In Sachen Verarbeitungsqualität würde ich es eher beim Kanzpol ansiedeln. Ja, letztendlich sind die zwei Messer aber auch nicht zu vergleichen. Aber bloß mal so preislich, das Kanzpol liegt bei ca. 30, 35 Euro. Insofern relativiert sich dieser Preis. 22, 23 Euro geht vollkommen okay. Es ist wirklich mal was anderes. Ich habe das Teil wirklich schon auch in mein Herz geschlossen. Ja, ich werde das jetzt öfter mal mit mir führen. Es ist wirklich schönes kleines Messer, verschwindet auch mal schnell im Rucksack. Ja, für mich ist es genau das Richtige. Also wer leichte kleine Messer sucht, der wird hier fündig. Gut, ich wollte euch das mal zeigen. Dann möchte ich mich auch schon verabschieden. Ich wünsche euch alles Gute, ganz viel Gesundheit. Bis zum nächsten Mal. Eure Chaos Werkbank.